Das hier ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 8 2026. Und das hier ist meine 35. PC Games, die ich jemals gekauft habe. Die Ausgabe 8 1996. 30 Jahre dazwischen. Da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Mit 180 Seiten eine richtig dicke Ausgabe. 1996 war ein grandioses Spielejahr. Was haben wir vorne drauf? Natürlich Z. Wer kennt es nicht? Manche mögen es nicht, die meisten, die ich kenne, mögen es sehr. Ein Strategiespiel auf jeden Fall von etwas ganz anderer Art. Und es ist auch ein riesen Testbericht drin. Aber auch eine tolle Vorschau auf Diablo. In der letzten Ausgabe war nur wenig Info. Jetzt ist endlich mal richtiges Futter drin. Und wieder eine CD-ROM mit wahnsinnig vielen Sachen. Eine große Reportage, Mega Race 2, Zork, Nemesis, Afterlife und. Also wieder richtig viel geboten in dieser Ausgabe. Und jetzt schauen wir mal rein. Wir gucken auch mal kurz aufs Vorwort, denn schaut mal, was da steht. Man muss nicht Rainer Rosshirt heißen, um zu wissen, was den Lesern unter den Nägeln brennt. Nicht das Petra-Poster. Da unten ist sie, Petra Mauerröder damals, mittlerweile Petra Fröhlich. Nein, es geht um die Hardware-Anforderungen, die immer höher werden. Und viele Spiele sind ja wirklich dann nur noch mit einem Pentium zu spielen. Und um dem Rechnung zu tragen, wird es ab dieser Ausgabe einen sehr viel ausführlicheren Techniktest geben. Das heißt, es wird einfach mehr und mehr getestet, auf welchen Spielsystemen läuft welches Spiel wie gut und in welcher Auflösung und. Also eine richtig tolle Infobox und die werden wir auch jetzt ein paar Mal sehen. Die ist klasse geworden, finde ich eine tolle Innovation, die sie da gebracht haben. Weiter geht's. Den News-Bereich überspringen wir zum Großteil. Es ist wahnsinnig viele Info, aber hier muss ich kurz stoppen bei der Vorschau, Mini-Vorschau auf Jedi Knight. Perfektes 3D von LucasArts. Ja, das kann ich so unterschreiben. Jedi Knight für mich damals eine grandiose Spielerfahrung. Und so klein diese Meldung hier war, so bedeutsam und freudeauslösend war sie damals für mich. Und da landen wir auch schon bei den großen Vorschauartikeln. Der erste ist zum Spiel. Spiel Creatures. Ist es ein Spiel? Ist es eine Simulation? Man weiß es nicht genau. Creatures von Millennium Software entwickelt, damals eine große Sache. Ich habe mich sehr für dieses Programm interessiert. Man konnte eine Figur befehligen, beaufsichtigen, nennen wir es mal ein modernes Tamagotchi. Es hieß in diesem Spiel dann ein Norn und dieses Norn hat sich selbstständig verhalten, war intelligent und man konnte es nicht direkt steuern, man konnte es nur erziehen, man konnte ihm Nahrung anbieten, man konnte ihm einen Klaps geben und ihm eine Umgebung zur Verfügung stellen und darin hat sich dieses Wesen dann entwickelt, wohlgefühlt oder eben auch nicht wohlgefühlt. Also eine Sandbox für diese Kreaturen, die Norns, und es hat mich damals ziemlich interessiert, wie dieses Programm aussehen wird. Ich weiß noch, dass ich sehr viel Information verschlungen habe zu Creatures. Es hat mich sehr, sehr interessiert. Ich weiß aber auch, dass das Endprogramm dann damals nicht so mein Fall war. Es war halt einfach diese große Sandbox ohne definiertes Ziel und damit konnte ich dann einfach viel, viel weniger anfangen, als ich zunächst dachte. Ich habe es eine Weile gespielt, aber irgendwie war es für mich etwas ziellos. Aber ich meine, Creatures hatte eine ziemlich große Fanbase, bis heute sogar, und hat auch etliche Nachfolger erhalten. Lief auch ganz ordentlich, das Programm. Also ja, wir gucken mal, wenn der Testbericht kommt, was wir draus machen, ob wir es mal selber noch anzocken, aber ich glaube nicht. Reicht. Ich war 16, wirklich absolut nicht der Coolste in der Schule und ja, vielleicht ein bisschen unbedarft und dann trat Lara Croft in mein Leben und sie hat alles verändert. Oh, Lara Croft. Mann, die hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. In mehreren Hinsichten. Natürlich zuallererst mal das Spiel Tomb Raider. Da ist die große Vorschau auf den ersten Teil. Was hat mich dieses Spiel damals weggeblasen? Ich hab's gezockt auf dem 486er und es lief einfach nur im postkartengroßen Mini-Fensterformat. Es war mir egal. Erst als dann die Monster 3D, die Diamond Monster 3D kam, war es mir vergönnt, das in Vollbild zu spielen. Aber oh Mann, hat mich dieses Programm geflasht. Und wie sehr mich Lara Croft beeindruckt hat, sieht man daran. Ich habe dieses Heft aus der Kiste geholt vor diesem Video und da lag etwas drin, ein Blatt. Hier, guck mal, da ist es. Ich hol's mal raus.
Das hier ist ganz dünnes Durchpauspapier und schaut mal, was ich da gemacht habe. Ich habe angefangen, das Lara Croft Titelbild von der PC Games abzuzeichnen. Passt mal auf, ich zeig's euch. Dieses Bild, was man hier sieht, das habe ich angefangen abzuzeichnen, durchzupausen. Ich weiß nicht, hatte ich ein Licht? Nee, Lichttisch hatte ich wahrscheinlich am Fenster irgendwie durchgepaust und was ich damit dann machen wollte, weiß ich nicht, aber ihr seht, es hat mich unfassbar beeindruckt. Tomb Raider und alles Material, was es dazu gab. Und es war ja auch wirklich ein grandioses Spiel. Hier dieser Vorschauartikel ist dicker als mancher Testbericht in diesem Magazin. Tomb Raider hat auch auf den Messen schon alle Redakteure extrem beeindruckt. Und hier war jetzt eine richtig große Vorschau mit tollen Screenshots. Mann, sah das wahnsinnig aus. Action, Beleuchtung und ganz ehrlich, einige von uns dachten wohl, sieht aus wie Indiana Jones. Warum hatten denn die nicht zuerst die Idee? Nee, also richtig coole 3D-Adventure-Action kam von Lara Croft und Core Design. Und wir wissen alle, Lara Croft wird uns noch einige Male begegnen. Es wird noch einige Spiele geben. Es wird noch einige Artikel über Tomb Raider geben. Und auch für mich bleibt es einfach meine Ikone meiner Jugend. Ist mir egal, was andere drüber denken. Ich denke gerne dran zurück. Und neben Tomb Raider ist hier auch endlich der große Vorschauartikel zu Diablo. Wie spricht man das eigentlich? Diablo? Diabolo? Wie sprecht ihr es denn? Also ich würde mal sagen Diablo. So wie man es schreibt, würde ich sagen Diablo. Egal. Jedenfalls ein grandioses Isometrie-Action-Rollenspiel, das eigentlich gar nicht so komplex war von der Grundmechanik, aber unheimlich spaßig, motivierend. Boah, dieses Gehen immer wieder in diesen Dungeon, immer wieder ein Stockwerk tiefer, immer wieder neue Waffen, neue Monster, neue Fähigkeiten. Das war einfach der Hammer. Das hat so Spaß gemacht. Es war einfach zugänglich, aber schwer zu meistern. Und nachdem im letzten Heft ja auch schon ein Mini-Vorschauartikel war, war es echt genial, dass hier endlich richtiges Futter kam. Ich habe mich immer so gefreut, wenn über die Spiele, auf die man so lange gewartet hat, endlich mal richtiges Bildfutter kam in den Magazinen. Es gab ja nichts anderes, ne? War nichts mit Internet. Man hatte diese Hefte als Informationsquelle und hier haben sie einen wirklich tollen Vorschauartikel gebracht zu Diablo. Infos, Monster, Screenshots, einfach grandios. Immer wieder gelesen, immer wieder angeschaut. Hier kommt er, der Spiel des Monats Testbericht zu Z. Ihr seht es, die PC Games Redaktion hat quasi nächtelang durchgemacht, um es noch rechtzeitig fertig zu bekommen, um rechtzeitig den Testbericht in diese Ausgabe zu kriegen. Und er ist wirklich gewaltig. Also ich habe lange quergeblättert. Ich glaube, es gab vorher noch kaum einen Testartikel, der jemals so ausführlich war wie Z. Es scheint wirklich so, als sei die PC Games Redaktion unfassbar geflasht gewesen von diesem Spiel. Es war ein Strategiespiel, aber es war eben nicht nur das. Es war irgendwie anders, irgendwie einzigartig. Denn anders als bei Command & Conquer oder Warcraft hat man eben keine Basis gebaut, sondern es galt, Sektoren einzunehmen. Und zwar das ziemlich schnell. Es ging echt knackig schnell zur Sache. Wer nicht schnell war und wer nicht sofort losgelegt hat, wurde vom Computergegner wirklich überrannt. Und es war in allen Belangen irgendwie anders. Es hatte tolle Zwischensequenzen. Ich erinnere mich an das Intro, das ich immer wieder angeschaut habe mit diesen beiden Robotern. Das war einfach herrlich. Damals so ein Render-Intro. Da fanden wir das alle noch richtig toll. Und da natürlich die Grafik, die war irgendwie außergewöhnlich. Hier steht's auch. Also handgemachte Grafik und vor allem echtzeitberechnete Grafik. Die Explosionen waren nicht einfach vorberechnet und abgespielt, sondern es waren wirklich berechnete Explosionen. Und je nachdem, was für einen Rechner man hatte, es wurde dann auch ein Geschwindigkeitsindex ermittelt. Dementsprechend wurde dann die Explosionsdetailstufe zum Beispiel angepasst. Also die Bitmap Brothers haben sich da wirklich viel Mühe gegeben, um Z auf jedem System lauffähig zu machen. Und ich finde wirklich, es ist ein bis ins letzte Detail durchgestyltes Game. Hier die künstliche Intelligenz, die auch immer wieder im Vorfeld schon hervorgehoben wurde, die ganz besonders beworben wurde, weil sie eben so außergewöhnlich sein sollte. Sie hat reagiert auf die Reaktionen des Spielers, war sehr clever, war sehr schnell. Ich kann nur sagen, mich hat sie meistens abgezogen. Also ich war nicht derjenige, der Z jemals durchgespielt hätte.
Ne, also wirklich nicht. War absolut außerhalb meiner Könnensreichweite. Aber auch, ja, es war so schnell. Man musste Gebäude nicht bauen, sondern erobern und dann ging's richtig zur Sache und wer nicht schnell war, der war einfach weg. Und ihr seht, der Testbericht ist riesig. Hier ein Riesen-Statement-Kasten von Petra Mauerröder, die wirklich extrem positiv von Z geschwärmt hat. Man sieht hier auch, wow, über 90% Spielspaßwertung und da drüben seht ihr jetzt zum ersten Mal den Specs und Text Kasten. Also die PC Games hat wirklich sich die Mühe gemacht, es auf verschiedenen Systemen zu testen, zu zeigen, wo läuft's wie, was kann man einstellen, was ist was ist möglich an Grafikeinstellungen, an Hardware-Einstellungen und. Also da haben sie sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht und ihr seht, Z ein riesengroßer Testartikel. Ich habe es nochmal gespielt und zwar nicht in der Remastered-Version, die man auf GOG und auf Steam bekommt. Nein, ich habe es zum Laufen gebracht mit der Original-CD, mit der Original-Box auf DOS bzw. DOS-Box. Und das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Ich habe es euch versprochen, das kommt garantiert. Aber erst muss ich irgendwie mal noch die allerersten paar Missionen überstehen, sonst wird's nämlich peinlich. Ich komme ja immer mal wieder an den Punkt, wo ich überlege, warum ich ein Spiel kenne oder einen Titel kenne. Bei Battle Arena Toshinden ist es bei mir tatsächlich so, dass ich nicht genau weiß, warum ich es kenne. Ich weiß noch, man hat im Gegensatz zu anderen Spielen auch mit Waffen kämpfen können. Man konnte auch so eine Art Zaubersprüche ausführen, aber ich bin mir sicher, dass ich es nicht hatte. Und ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, wer es in meinem Freundeskreis hatte. Hatte ich eine Demo gespielt? Ich weiß es nicht. Wer von euch hat es gespielt? Wer von euch weiß, gab es da eine Demo? Also schreibt mir doch was in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Vielleicht finde ich dann bei mir selbst den Gedanken wieder, warum ich Battle Arena Toshinden irgendwie in meinem Kopf rumgeistern habe. Ist halt 30 Jahre her. Im letzten Heft war schon ein sehr großer Vorschauartikel. Jetzt ist hier der Testbericht zu Virtua Fighter PC und die PC Games ist auch hier sehr angetan, sehr begeistert, möchte ich sagen. Und sagt, es ist eine Klatsche, ein rechter Haken für die gesamte Branche. Es definiert das Genre neu und kann auch wirklich komplett begeistern mit unfassbar toller Grafik. Und ja, so war eben der Testbericht. Ich weiß, ich habe es gespielt und ich weiß, es hat mich nicht so mitgerissen. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen, warum. War's, weil mein Rechner mit dieser Grafik noch nicht zurechtkam? Könnte sein. War's, weil diese Art der Grafik noch einfach nicht so meinen Gefallen gefunden hat, weil ich war noch so auf der Mortal Kombat und 2D digitalisiert Schiene? Auch das könnte sein. Ich weiß es nicht mehr. Und bei mir kam tatsächlich diese Faszination, auch dieser Spaß an Kampfsportspielen dieser Art erst später zusammen mit meinem Kumpel auf seiner PlayStation 1 mit Tekken 3. Das haben wir gespielt bis zum Umfallen. Virtua Fighter PC, ein großer Testbericht, aber wie gesagt, mich konnt's nicht so faszinieren. Was ich wieder toll finde, hier dieser Specs and Text Kasten. Guckt mal, da haben sie sich wirklich echt Mühe gegeben, das Ganze aufzuschlüsseln. Finde ich einen unfassbar genialen Zugewinn für dieses Heft, dass man wirklich sehen kann, wie läuft das Spiel auf welchem System. Also damals ja eine große Frage. Läuft's bei mir? Läuft's bei mir in VGA, in SVGA, mit hohen Details, mit niedrigen Details? Brauche ich eine 3D-Beschleunigerkarte und. Also das waren natürlich Fragen, die uns umgetrieben haben. Oder auch die Frage, brauche ich vielleicht doch endlich einen Pentium, weil mein 486 DX33 einfach nicht mehr mithalten kann. Das waren existenzielle Fragen, die man sich im Jahre 1996 gestellt hat. Und für Spiele wie Virtua Fighter PC dann im ganz Besonderen waren das einfach wichtige Fragen dieser Zeit. Ach, war das eine schöne Zeit, als das noch die existenziellsten Fragen waren. Wann kann ich mir endlich meinen ersten Pentium leisten? Ja, Normality, das sah für mich damals wie eine richtig coole Verbindung von Adventure und 3D-Shooter aus, habe ich leider damals nicht spielen können, weil, ja, Taschengeld war rar, Spiele gab's viel und man musste sich dann einfach beschränken. Da war manchmal einfach nicht mehr drin als eine Demo. Normality hat mich damals sehr beeindruckt, fand ich ziemlich cool. Hatte ja so diese Vibes von Duke Nukem und Doom und wie sie alle heißen und war trotzdem ein waschechtes Adventure und irgendwie anders vom Inhalt, von der Spielart her. Also ich fand's ziemlich cool in dem, was ich gesehen habe, aber wie gesagt, leider, Spielen war für mich dann nicht drin. Man musste sich eben einfach beschränken.
Und es hat ja mit 88% Spielspaß auch wirklich einen guten Testbericht bekommen. Die PC Games hat sehr positiv drüber geschrieben, schrieb eben, es ist innovativ, es ist spaßig, es macht sehr viel Laune, durch die 3D-Welt zu laufen. Es war keine komplett offene Welt, es beschränkte sich dann auf ein paar Gebäude und Straßenzüge, also man war auch nicht komplett in einer riesigen Welt verloren, aber es kamen immer wieder neue Locations dazu und dann hat man halt wirklich Gegenstände eingesammelt, hat sich mit Personen unterhalten, hat Rätsel gelöst und all das und das Ganze vor einer echt abgedrehten Story, die Normality geboten hat. Also auf jeden Fall einen Blick wert damals sowieso. Ob sich's heute noch gut spielt, würde mich interessieren. Ich konnte es damals ja nicht wirklich genießen, nicht wirklich spielen. Vielleicht schauen wir es uns mal an. Vielleicht hat es aber auch einer von euch gespielt und sagt mal, wie er es fand. Erinnert sich noch jemand von euch an Zaxxon auf dem C64 oder halt vor allem auf der Arcade-Maschine? Zaxxon, dieser isometrische Scroll-Shooter, der einfach unfassbar schwer war. Daran hat mich dieses Spiel erinnert, Firefight. Deshalb habe ich da auch damals diesen Testbericht, deshalb ist er mir in Erinnerung geblieben. Habe ich den gelesen und fühlte mich irgendwie an Zaxxon erinnert und ich habe es dann tatsächlich nie gespielt. Es hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt, was sie geschrieben haben. Nicht so, dass ich sagen könnte, ich würde mir sowas kaufen. Und es hatte auch leider keiner in meinem Umfeld, von dem man es mal ausleihen könnte. Insofern blieb es bei dem Testbericht von Firefight. Aber ja, wie gesagt, man konnte nicht alles spielen, was so auf den Markt kam. Aber Zaxxon, das habe ich gespielt. Das hat mir kräftig in den Allerwertesten getreten. Und Firefight hat mich dran erinnert. Und ich finde es ja immer herrlich, wenn ich solche Nostalgieperlen entdecke, abseits von den Spielen, irgendwelche Hardware oder diese Werbung. Ja, guck mal, für die Help Center 24 Spiele Hotline. Da konnte man anrufen, wenn man nicht weiterkommt. Was ist das denn? Boah, 90 Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr sozusagen, um Spiele Enthusiasten zu helfen und das Ganze für nur 30 Sekunden, nur 1,20 Mark. Ach du Schande. Meine Eltern hätten mich getötet, wenn ich bei sowas anrufe. Deshalb war das für mich völlig ausgeschlossen, dass ich da sowas hier was benutze. Aber wow, eine Spiele-Hotline. Ich weiß, Nintendo hatte, glaube ich, sowas, oder? In den USA gab es doch bei uns. Das weiß ich nicht genau, aber das hier, wow. Habt ihr mal bei sowas angerufen, eine Spiele-Hotline, um euch bei einem Spiel helfen zu lassen für 1,20 Mark in der halben Minute? Das ist ja der Wahnsinn. Was für eine Reise zurück. Wir schauen auch wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossi rossiert. Ihr wisst, bei mir gehört das als fester Bestandteil mit zu meinen Videos. Und ich habe mir wieder einen rausgesucht, der wieder mal die Petralogie anteasert, aber auch andere Themen. Und er ist einfach mal wieder super, weil so herrlich geschrieben und so herrlich beantwortet. Petralogie und anderes. Hallo Rainer, ich lese die PC Games jetzt seit Ausgabe 1292 und kann einfach nur sagen, klasse. Allerdings muss ich auch etwas Kritik anmelden. Erstens, um Gottes Willen bitte kein Petra-Poster. Kein Poster von Petra. Die kleinen Bildchen reichen völlig. Lieber ein Poster von Pamela Anderson. Zweitens, zum Brief Harte Ware aus Ausgabe 696. Ich kann mich der Meinung von Michael nur anschließen. Ich habe langsam den Eindruck, dass die Programmierer von Origin & Co. einfach nur zu faul sind, einige Sachen so zu programmieren, dass sie auch mit weniger astronomischer Hardware vernünftig zum Laufen zu bringen sind. 21st Century zeigt, dass es auch anders geht. Pinball Fantasies, das komplett in Maschinensprache geschrieben wurde, lief einst auch auf einem 286er und 1 MB mit SVGA absolut ruckelfrei. Die gottverdammten Renderorgien, ich weiß, du wirst das zensieren, aber das musste ich rauslassen. Und interaktiven Spielfilme, naja, gehen mir schon lange auf die Nerven. Wenn ich Filme sehen will, setze ich mich vor die Glotze und nicht vor dem PC. Phantasmagoria, KQ7, ja, etc. King's Quest sagte, King's Quest 7, etc. Da finde ich Simon und seine Kollegen schon wesentlich ansprechender. Wunderschöne, aber eben immer noch Computergrafiken, fantastische Gags und astreine Sprachausgabe. Es geht auch anders. Drittens, mir fällt nichts mehr ein. Ja, so war das damals, die Hardware-Diskussion. Und Rainer hat natürlich wieder mal passend geantwortet. Erstens, um ehrlich zu sein, auch wir hätten lieber Pamela Anderson, aber die war für die Kohle, die hier bezahlt wird, leider nicht zu bekommen. Zudem hat die kürzlich überstandene Schwangerschaft böse in ihrem Gesicht gewütet.
Da bleiben wir doch lieber bei unserer Redaktionsschnecke. Was für ein Wort, darf man das überhaupt noch sagen? Ach du Schande. Die kann zwar nicht so schnell schwimmen, aber dafür viel schneller denken. Zweitens. Eigentlich könnte man dir ja recht geben, sehr viele Leser teilen zudem deine Meinung. Etwas ins Grübeln komme ich nur, wenn ich von den Verkaufszahlen von Origin und Co. höre. Alle jammern über die explodierenden Anforderungen an die Hardware, aber die entsprechenden Spiele gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Kann mir das einmal jemand erklären? Drittens, uff, endlich. Ja, so war das einfach. Herrliche Leserbriefe, herrlich beantwortet von Rainer Rossiert. Schade, dass er nicht mehr da ist. Es tut mir echt, ja, in der Seele weh. Es fehlt mir total diese Zeit, an der eigentlich das Allerbesonderste an der PC Games die Leserbriefe waren. Wir schauen natürlich wieder auf die Spielecharts, Karstadt und Joysoft, wobei mittlerweile nur noch CD-ROM-Charts angeboten werden. Die Disketten-Charts haben sie endgültig aufgegeben. Was haben wir denn da? Die Siedler 2, dann Civilization 2, Command & Conquer, Megapack 5, ja cool, Conquest of the New World, Warcraft 2, Wing Commander 4, die Fugger 2, Hugo 3, oh, Hugo immer noch, Mann! World of Combat, Blue Byte Collection, Gabriel Knight 2, WinSCART, okay, FIFA Soccer 96, Caesar 2, Rayman, Descent 2, Rebel Assault 2, IndyCar 2 und Bad Mojo. Wow, was für Charts. Und bei Joysoft sieht es so aus. Duke Nukem 3D ist neu eingestiegen auf Platz 1, dann die Siedler 2, Civilization 2, The Dick, oh cool. Silent Hunter, Siberia 2, F1 Manager 96, Rebel Assault 2, Command & Conquer, der Ausnahmezustand, Shannara, Command & Conquer, AH-64D Longbow, Conquest of the New World, Warcraft 2, FIFA Soccer 96, The Riddle of Master Lu, Gabriel Knight 2, Scenario Mania? Was ist denn Scenario Mania? Worms, Reinforcements und Fast Attack. Okay, Scenario Mania sagt mir nichts, ansonsten sind es mal wieder Charts, wo ich einfach ins Schwärmen komme und denke, wow, was für coole Spiele. Und hier ist noch ein tolles Interview von Todd Templeman, einem der Gründer von Logic Factory, ehemalige Origin-Mitarbeiter, die sich abgespaltet haben, um ein tolles Strategiespiel zu entwickeln. Und was ist hier der Inhalt? Ascendancy 2, denn sie hatten mit Ascendancy einen richtig tollen Erfolg, ein richtig geniales Spiel. Wenn ich es richtig weiß, kam Ascendancy 2 gar nie raus. Ich hätte mal vor diesem Video recherchieren können sollen, aber Ascendancy ist ja eh ein bisschen an mir vorbei gelaufen. Das habt erst ihr mir nahegebracht, habt ihr geschrieben in meinem Video zum Testbericht von Ascendancy, dass es sich lohnt. Und ich habe mittlerweile ja auch die Packung hier. Guckt mal, hier ist Ascendancy und das werde ich auf jeden Fall mal noch spielen. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich komme einfach nicht so schnell zum Spielen, wie ich eben auf die ganzen Spiele Lust habe, aber das kommt auf jeden Fall noch dran. Hier ein tolles Interview von Todd Templeman von Logic Factory. Und jetzt wird's richtig kurios. Verhaltensregeln im Internet. Ja, guck mal an. 1996 Verhaltensregeln im Internet. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und gucken, was sich da verändert hat. Passt mal auf. Erstens, Ressourcen schonen. Es gibt Schätzungen, nach denen das Internet weltweit von ca. 50 Millionen Menschen frequentiert wird. Ah, ist das süß. Aber das Netz ist nicht unendlich leistungsfähig. Also an die restlichen 49 Millionen bla bla bla. User denken nur nicht unnötig lange und sinnlos im Netz die Zeit totschlagen. Also beschränken bei der Netzzeit. 2. Die Übertragungszeiten verkürzen. Man sollte sich seine Software via FTP von nationalen Servern downloaden. Man muss nicht für jedes Programm in die USA surfen und die Transatlantikleitung verstopfen. Ist das genial? 3. Während man Mails liest, muss man nicht online sein. Genau, klingt euch aus, während ihr eure Mails lest. Offline-Modus lässt grüßen. Also ich blende es euch hier ein, dann könnt ihr in Ruhe lösen, weil ich muss gleich loslachen. Ich kann euch das nicht alles vorlesen. Das ist so herrlich. Die Höflichkeit nicht vergessen. 4. sehr wichtig. Von jedem Internetnutzer wird Feingefühl erwartet. Oh oh. Dazu gehört, dass man normalerweise keinen anderen User beschimpft. Ach, guck mal an. Es sei denn, er hat es durch sein eigenes Verhalten provoziert. Wer einen Flame verdient, soll einen Flame erhalten.
Und bitte kurz fassen. Niemand will seitenlange Mails lesen. Mails sollten knapp und eindeutig formuliert sein. Auf Werbung verzichten, wer in Newsgroups für diverse Produkte wirbt. 7. Im Internet sind Äußerungen mit rassistischen, nationalistischen und kriminellen Inhalt unerwünscht. 8. Wenn man Anfänger ist, sollte man das Lesen der FAQs nicht vergessen. Genau, read the fucking manual. Dort findet man in der Regel die wichtigsten Fragen beantwortet. An Copyright und Datenschutz denken, ja, das ist immer noch so. Urheberrechtlich geschützte Werke dürfen auszugsweise gepostet, aber nie ohne das Einverständnis des Autors komplett ins Netz zur Verfügung gestellt werden. Und 10. Man sollte zudem daran denken, niemals eigene persönliche Daten per E-Mail zu versenden. Es ist für Hacker ein Kinderspiel, jede E-Mail, die durchs Netz geht, abzufangen. Das ist doch mal herrlich, oder? Diese Verhaltensregeln im Internet. Es ist wirklich ein Blick in eine andere Zeit, als wir nicht alle ständig und dauernd online waren. Eigentlich war es auch ganz schön, oder? Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Unter anderem mit Afterlife von LucasArts. Ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Die CeBIT Home lässt grüßen. Dann natürlich Lands of Lore 2, ein Schwergewicht, das ich total verehre. Dungeon Keeper, ein Schwergewicht, das ich total verehre. Und dann noch viele andere. Crusader No Regret, Sportspieleflut, Terry Pratchett-Fans kommen auf ihre Kosten, Formula One Grand Prix 2 und. Also ist es wieder einiges geboten. Da ist sie schon, die Ausgabe 996 und guckt auf dem Cover natürlich ganz riesig Lands of Lore 2. Das Rollenspielereignis dieses Jahres, zumindest für mich. Ich finde, Lands of Lore 2 war damals unfassbar beeindruckend und macht immer noch eine Menge Spaß. Aber was kommt da noch? Guck mal, Quake kommt endlich. Boah, Quake, der Shooter-Revolutionsbringer aus dem Hause id Software. Also, es ist wieder einiges geboten in dieser Ausgabe und es wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir reinschauen. Bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.